Neben den vielen Kunden, die NADC kaufen, seit Jahren, fast Jahrzehnte, gibt es aber auch öfters mal die Frage nach, wie stark ist das NADC überhaupt? Kann man das überdosieren? Gibt es eine Mindestdosierung? Neben der Tatsache, dass es eben auf dem Etikett ja eigentlich angegeben ist, gibt es natürlich jederzeit so das eigene Ding. Der eine sagt, ich mache nur ganz wenig rein, der andere sagt, ich überdosiere das und habe damit Erfolge. Das muss man natürlich ausprobieren. Das andere ist eine Tendenz, die man angibt. Grundsätzlich aber für mich schon mal die Situation jetzt, wo man sagt, okay, da kommt immer wieder mal die Frage auch nach NADC-Anbietern anderer Fläschchen. Sagen wir mal so, ich weiß davon eigentlich gar nichts so richtig, außer dass wir früher auf den Messen schon mal den einen oder anderen Kunden hatten, der dann sagte, also euer NADC schmeckt ganz anders als das von den anderen. Ich sage, okay, andere, ich sitze ja bei mir immer nur an meinem Stand oder stehe dort und baue den auf und mache meine Sache. Vielleicht gerade diese richtige Situation jetzt mal zu erklären, woher das NADC, Neohesperidin, Dihydrochalcone, ist jetzt genau abgekürzt, NHDC, kommt. Und das will ich versuchen in 3-4 Minuten, damit es auch wieder ein kurzes Video gibt. Also irgendwo um 1997 bekam ich ein Buch in die Hand von dem Leon Hogendijk, sehr bekannter französischer Karpfenangler, sich sehr verdient gemacht, viele Publikationen, eigenes Magazin, eigene große Marke in Frankreich, Bulldozer in der Bucht von Géraudot gefangen, mit weit über 60 Pfund damals, ein absoluter Wahnsinnsfang, 6 Wochen da gesessen und den gefangen. Also es gab eigentlich in den 90ern keinen, der Leon Hogendijk nicht kannte. Ich würde sagen auch bis 2010 in Deutschland extrem bekannt. Mittlerweile kriege ich nicht so viel mit vom Leon, der aber immer noch ein digitales Magazin in Frankreich führt und leitet und angeln geht nach wie vor und ja, ein Riesentyp ist. Auf jeden Fall hat er dieses Buch Carpe Révélation geschrieben. Und in diesem Buch berichtet er über Seiten, über mehrere Seiten, über einen Süßstoff, den er entdeckt hat. Ich nenne es jetzt ordinär Süßstoff im Moment. Wo er dann über die Erfolge, über die Dosierungsversuche geschrieben hat. Und das ging über Seiten. Und über Seiten kam dann immer wieder zum Vorschein und heraus, wie viel Megatrips der damit gelandet hat. Und am Ende schreibt er so schön, und jetzt versuche ich die brüllende Frage, übersetzt aus dem Französischen, zu beantworten, was ist das genau für ein Süßstoff und woher habe ich den? Ja, und das kam eben dann dabei heraus, das war das NADC. Ich erinnere mich jetzt im Moment, das ist jetzt ein bisschen aus dem Stegreif alles, an Vita Berchem in Belgien gab es eine Adresse mit Angabe, weil er wollte sich da gar nicht bereichern mit, sondern er hat das einfach herausgefunden und da könnte man das kaufen. Ich war natürlich ein bisschen spät dran mit dem Buch kaufen, also es war schon ein paar Jährchen auf dem Markt und bis ich dann irgendwann auch in eigene Versuche kam. Aber auf jeden Fall habe ich diese Adresse recherchiert und die gab es also nicht mehr, die Firma dort. Und dann habe ich versucht, NADC aufzutreiben, habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Durchs Önologiestudium war es jetzt vielleicht nicht unbedingt der große Pusher, im ersten Moment NADC als Pulver zu finden, aber später dann vielleicht doch. Und zwar in München in der Prinzregentenstraße, das weiß ich heute noch, habe ich das erste Kilo NADC Pulver gekauft. 500 €. Stolze Summe. Tolle Menge, kann man bestimmt viel mitmachen. Leider das Problem, NADC als Pulver ist nicht wasserlöslich. Okay, wo kommt es her? Wird gewonnen aus der Schale der spanischen Orange. Ist damit eigentlich einer der bittersten Stoffe, die in der Natur vorkommen. Wird also extrahiert aus dieser Schale der spanischen Orange, ist extrem bitter und durch eine sogenannte Umkehrosmose, was ein Wort, da lagert sich noch ein Wasserstoffatom an die Molekülkette hinten dran, gibt es diesen Umschlag von extrem bitter zu extrem süß. Okay. Dieser Süßstoff in Pulverform muss aber flüssig gemacht werden, damit wir den nutzen können als zum Angeln. Muss ja unter Wasser sich verbreiten können und nicht nur als Marker oder als Geschmackskomponente in einem Köder zugegen sein. Also habe ich rumgetüftelt und am Ende ist rausgefunden, wie man NADC flüssig macht. Habe meine Dosierung festgelegt, habe dann früher auf den Messen oft erzählt, wenn die Leute mich gefragt haben, haben also NADC wirklich, und nach wie vor ist es ein Renner, ist ja auch in ganz vielen von unseren Boilies permanent drin und unverkennbar vom Geschmack, komme ich aber gleich zu. Also habe ich erzählt, dass wir dieses NADC nur
bei Vollmond nachts ab 12 Uhr produzieren können, weil sich das sonst nicht löst. War natürlich ein Spaß, haben die Leute auch gemerkt. Aber da waren schon viele Storys um dieses NADC, was es auf dem Markt gar nicht mehr gab. Also der Leon hat damit nichts gemacht später. Ich habe zumindest nichts davon mitbekommen. Wir haben das als erste und einzige zunächst dann auf dem Markt gehabt um die Jahrtausendwende. Und ja, bis heute in dieser Urform wird das gemischt. Ich sehe im Moment, wenn ich da mal nachgucke oder werde von anderen darauf gestoßen, ob Teamangler oder Kunden, das gibt es tatsächlich unheimlich oft, dass NADC auf irgendeiner Flasche steht oder wird irgendein Produkt verwendet. Dazu sei gesagt, die Buchstaben kann man natürlich überall benutzen, will das auch keinem vorwerfen jetzt, aber das, was ich jetzt jedem auf dem Weg mitgeben kann, ihr könnt es detektieren, ob es NADC ist oder nicht, ist ganz einfach. Also ihr könnt ein Produkt, ob es jetzt eine Flasche ist oder ob es ein Beutel ist, wo es drin sein soll, etwas davon in den Mund nehmen, und wenn ich euch gleich erkläre, wie das geht, dann gehe ich davon aus, dass das viele vielleicht auch mal dann ausprobieren werden. Also wenn ich jetzt das NADC nehme, einen winzigen Tropfen auf die Zunge und spiele mit diesem Tropfen ein bisschen im Mund, am Gaumen, dann ist es erstmal so, dass der erste Kontakt überhaupt nicht bitter sein darf oder zu scharf, sondern der ist angenehm, süß, natürlich süß. Und dass dann, je mehr ich da mit diesem Tropfen im Mund spiele, ähnlich wie mit einem guten Wein, dann merkt man, wenn man dann so einatmet, dass es sich mentholartig schmeckt. Man merkt richtig die Mentholnote. Und das war der zweite Tipp. Und die dritte Sache ist, die nächsten 2 oder 3 Kaffee, die man trinkt, wenn man sie denn gerne süß mag, braucht man keinen Zucker. Der eine Tropfen reicht und es schmeckt immer süß. Die Nachhaltigkeit ist bombastisch. NADC übrigens ist in viel Ferkelfutter drin, aber mit 0,03% irgendwo so ein Hauch, weil es auch da anscheinend Effekte erbringt. Wenn man jetzt dieses Ferkelfutter in Boilies reinmacht, dürfte man ja auch NADC draufschreiben. Ist natürlich klar, dass diese Menge überhaupt nichts mit dem vom Leon Hogendijk getesteten Produkt zu tun hat, mit seinen Erfolgen. Auch nicht das, was ich reinmache, sondern da sind richtig Mengen drin. Das ist entsprechend kalkuliert, wirtschaftlich, und somit können wir eben nicht nur jetzt die letzten 18 Jahre lang NADC anbieten, sondern hoffentlich auch noch die nächsten 18. Ja, das ist die kleine Geschichte zum NADC. 3 Milliliter, 5 Milliliter pro Kilo 7, extrem süß, klar, und nachhaltig, als Marker, als ja, letztendlich überdecktes, und so wird es teilweise auch eingesetzt, Konservierungsmittel. Also wer irgendwie bei Konservierungsmitteln was zu Scharfes nimmt, der kann mit NADC tatsächlich diese Geschmäcker überdecken. NADC wirkt geschmacksverstärkend, also egal was ich an anderen Aromen oder an Lockstoffen, an löslichen Lockstoffen, an Zutaten etc. da rein tue in den Mix, ob flüssig oder Pulver, alles schmeckt stärker. Das ist natürlich auch eine interessante Geschichte, was dann entsprechende Dosierungen etc. angeht. Ja. Und es ist ein einmaliges Produkt. Ich bin froh, dass wir das so haben. Ich werde es auch immer so weiter benutzen. Wie gesagt, das Rezept ist unverändert seit zig Jahren mittlerweile. Und ja, weil die Frage um das NADC öfters mal kommt und weil es vielleicht auch teilweise nicht so richtig eingesetzt wird und der Markt vielleicht so eine kleine Schwemme damit kriegt. Jeder hat gern diesen Begriff irgendwo draufstehen. Ist es jetzt an euch zu testen, euer Produkt, was ihr habt, wo es vielleicht draufsteht, mal zu testen. Ist es Kontaktsüße, die erstmal scharf ist und dann immer weniger wird, also immer schwächer, extrem süß und dann schwächer wird und keinen Mentholeffekt hat und nicht nachhaltig die nächsten 3 Kaffee, dann ist es kein NADC. Und NADC ist tatsächlich nur dann, wenn es erst süß, angenehm schmeckt, dann im Mund, das habe ich eben noch nicht gesagt, immer stärker wird. Also die Süße nimmt extrem zu und nicht ab. Und das ist entsprechend nach 20, 30 Sekunden reichen das schon, dass man dann diesen Einatmer macht und merkt, das ist mentholartig. Nur dann ist es NADC. Ja, viel Erfolg. Bye bye.